Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Jetzt ist schon wieder der Januar und wir schauen in den Februar mit einem großen Blatt fürs Kollektiv. Und ich bin gespannt, was uns im Februar erwartet. Ein Mann. Es geht vielleicht viel um das Gegenüber. Es geht vielleicht um irgendwelche Sachen, wo man einen klugen Zug machen muss. Es geht um Nähe- und Distanzthemen. Möglicherweise sind irgendwo Gespräche, wo man sich nicht so eins ist. Verreisen könnte ein Thema werden. Wir haben die Unklarheiten im eigenen Haus drin. Das heißt, dass es viel zu klären gibt aus der Umgebung. Eventuell sind Richtungswechsel da. Aber wir haben die Blumen im Hause des Lebens drin. Hier ist etwas, was uns das Leben gibt, was uns geschenkt wird. Eine Situation, die sich wendet, kann natürlich auch im Bereich der Vitalität sein. Ja, hier sind Blockaden, die sehr schnell in Fahrt kommen. Etwas, was lange auf sich warten ließ, kommt jetzt überraschend plötzlich. Gleichzeitig ist es so, dass es eine Herausforderung auch minimiert. Es kann tatsächlich sein, dass ihr hier so gar nicht mal so arg bei uns, aber beim Gegenüber oder beim Wunsch gegenüber oder mit dem Thema gegenüber, dass da irgendwelche Konflikte entstehen. Die können jetzt mit dem Unterwegssein zu tun haben oder dass die Vergangenheit nochmal auftaucht oder dass auch Konflikte da sind, die gelöst werden. Und das sind so Momente, wo man denkt, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Wir haben tatsächlich eine Situation, die neu begonnen wird, die eine kreative Möglichkeit mitbringt, die eine Herausforderung mindert, die sehr viel Stress auch mitgebracht hat. Es kann hier sogar sein, dass es um eine häusliche Veränderung geht, um eine Situation, wo möglicherweise die Wohnung, ein Umzug, irgendetwas im Umfeld sich so verändert, dass es eben Konflikt mitbringt. Das Wohnumfeld an sich oder auch das Umfeld. Ich muss erstmal ein bisschen weiter gucken. Ja, es entstehen Entscheidungen, die sind hier in vielen Bereichen zu sehen. Also erstmal auf dem partnerschaftlichen Bereich, auf dem Wohnumfeld. Man sieht es mit den Ämtern oder Behörden. Auch da kann es mit der Häuslichkeit zu tun haben. Oder es gibt auch Veränderungen für die Selbstständige, sich neue Türen zu öffnen. Die Mitte des Kartenplatzes ist sehr schön, aber es kann durchaus sehr viel Tohuwabohu entstehen. Und die Finanzen rücken hier auch in den Vordergrund. Ne? Hier ist ein finanzielles Konstrukt, das ist mit anderen Personen verbunden. Die könnten jetzt irgendwie etwas fordern oder einfordern oder man guckt auch, dass man irgendwie finanzielle Verluste ausbügelt. Wir haben eine Doppeldeutung. Wir haben
Im Hause des Kindes sind vielleicht auch alle Themen, die mit euren eigenen Kindern zu tun haben, die Sonne drin, und im Haus der Sonne ist das Kind drin. Also alles, was hier neu auf den Weg kommt, wo verbindliche Veränderungen auch fürs Familiensystem mitbringt. Das ist hier wunderschön zu sehen. Es ist sehr aufklärend. Hier sind Nachrichten, die Glück bringen. Hier ist im Haus der Nachrichten auch noch das Glück drin. An sich haben wir irgendwo Glück mal zwei, weil die Glückskarten, die spiegeln miteinander. So, das Schöne ist, wir können im Februar schicksalshafte Blockaden hinter uns lassen. Das sind Blockaden, die uns vielleicht in Bezug Arbeit, Kinder, unklare Kommunikation im Rücken lagen. Wir liegen im Haus der Arbeit, das heißt, wir arbeiten vielleicht auch sehr viel. Wir versuchen, den Durchblick zu halten. Was ich sehe, dass wir sehr gedankenlastig sind. Ne? Hier ist irgendein Störenfried, der kommt von außen. Das kann jetzt zum Beispiel sein, eine Ex-Person aus der Vergangenheit, eine Mutter, irgendjemand, der sich mit einmischt oder für Konflikte sorgt. Es ist eine Einmischung von außen, mit der wir nicht rechnen. An sich bringt sie sehr viel Gutes mit, aber es ist auch mit Umbrüchen und Schwierigkeiten und sehr vielen Entscheidungen verbunden, die auf viele Lebensbereiche umzusetzen sind. Ne? An sich ist es so, die häuslichen Veränderungen, die Entscheidungen an den Finanzen, an vertraglichen Sachen, am Beziehungsleben, karmische Situationen, die hier aufgelöst werden, oder auch DNA-Themen. Wir haben nämlich hier in der Linie auch das Öffnen von neuen Türen in familiären Angelegenheiten, ein gewisses Friedensschließen. Also es kann sein, dass es rumpelt, aber dass das Endergebnis relativ gut ist. Hier ist es so, dass wir vielleicht eine ganz neue Erfahrung auch machen, dass sich uns Wissen eröffnet, dass wir uns beständiger fühlen, getragener, dass wir haben hier in der Linie wirklich sehr schöne kreative Lösungen, aber das ist auch mit sich durchsetzen verbunden, mit Triggerpunkten. Eventuell sind hier Mutterthemen. Das Außen spielt eine Rolle mit, wo man vielleicht mal auch aus der Intuition rausgeschubst wird. Da kommen Gefühle hoch, von denen man vielleicht gar nichts ahnt. Gleichzeitig hat man dann die Chance, zur emotionalen Erfüllung zu kommen. Sind innerfamiliäre Themen. Wir haben aber im Hause des Geldes hier auch die Stabilität drin. Es kann jetzt hier über eine berufliche Situation kommen, über eine Familienangelegenheit oder über ein Geschenk vom Leben oder vom Bereich der Sachen Vitalität, Ämter der Vitalität, Krankenkassen, Rentenkassen, Arbeitsamt und so weiter. Wir schauen auf sehr viel Arbeit drauf. Ne? Also wir liegen im Haus der Arbeit, wir schauen auf die Arbeit. Es kann sein, dass es ein bisschen schwierig ist, alles unter einen Hut zu bringen. Wir haben vielleicht auch manchmal so Gefühle des Gestresstseins oder des Überfordertseins damit. Aber an sich ist es so, dass wir diese Energie mindern über den Monat und dass wir da, wo wir mit Hindernissen gerechnet haben, tatsächlich über die Blockaden auch wegkommen. Das sind sehr tief sitzende Dinge, die können schon aus den Kindertagen und aus den Wurzeln kommen. Hier ist es so, dass Reibereien vielleicht auch sind, weil wir liegen alle ein bisschen verstreut. Ne? Jeder seine eigenen Themen hat und die Themen des anderen mit einspielen. Kinder könnten ein Thema sein, Schwierigkeiten mit Kindern oder auch mit Eltern.
Sachen könnten rauskommen, die in der Vergangenheit waren, über die man nicht gesprochen hat. Für die einen oder anderen ist es so, dass sie auch Menschen mit auf den Weg kriegen, die kennen sie vielleicht noch nicht. Das sind so Berater oder die haben einen guten Rat, eine Sache, wo man eine Info aufschnappt, die zur Veränderung führt und die einen Konflikt, den man mit dem Leben hat oder mit dem Wachstum oder mit seelischen Aufgaben, wieder ins Langfristige bringt, wo man aus dem Mangel in die Fülle reingeht. Die Türöffner oder das Erfolgserlebnis kommt hier von außen, vielleicht auch von einem Amt oder einer Behörde oder einer weisen Entscheidung. Für einige ist es so, dass die Veränderungen vielleicht auch nochmal abgecheckt werden, weil hier muss man sich gut entscheiden. Aber man kriegt es hier sehr gut hin. Es ist eine herausfordernde Zeit, die aber auch viel karmische Kreisläufe beendet. Wir schauen mal mit den Karten der Fülle. Was sagen die uns für den Februar? Was ist mit der Fülle? Wie können wir sie generieren? Die Dankbarkeitsliste. Also wir sollen darauf gucken, was wir bereits haben, dass das hilft, uns auch verankert zu sein. Und anstatt die Gedanken auf Sorgen und Ängste zu fixieren, auf das gucken, was schon Fülle um uns rum ist, für das wir in diesem Moment dankbar sind. Vielleicht mag der ein oder andere das auch mal aufschreiben. Und wir können, wenn wir auf das gucken, auch großzügig nochmal ernten. Unterm Deck haben wir die Macht des Gebetes. Auch da ist es so, dass man die Sorgen übergeben darf, damit man genesen kann. Das ist auch der Punkt, wo man sich wieder für Wunder öffnet, wo man die unendlichen Ressourcen auch spürt und sie bekommen kann. Das Gebet ist auch für mich immer abgeben, nach oben abgeben. Und das sind viele Antworten, die wir nicht übersehen sollen für Sachen, die wir bereits abgegeben haben. So, was nehmen wir noch mit an Krafttier für den Monat? Es ist ein Monat, in der wir Balance brauchen, Yin und Yang vereinigen dürfen. Wie gesagt, wir liegen hier alle auf verschiedenen Plätzen und trotzdem geht es um das Stabilisieren oder die Harmonie und den Ausgleich, die auch im Hause des Gegenübers liegt. Es passt auch irgendwie sehr gut zu diesem Konflikt, der hier entstehen kann oder zu dieser Aufruhr, denn hier ist das Prinzip von Ausgeglichenheit so zu sehen, ob man etwas tut oder ob man es lässt, ob man in der Ruhe bleibt oder ob man in die Aktion geht. Und es ist so ein Monat, wo wir das seelische Gleichgewicht wiederherstellen, wo Balance oder Verankerung wichtig ist. Da geht es auch nicht um die Frage, entweder oder, sondern sowohl als auch. Und es geht darum, sich im Prinzip wieder anzuschließen, zu erden, auf stabilem Boden zu stehen. Und auch die geistige Führung ist gefragt. Ich finde Frieden und Ausgeglichenheit in mir. Das ist so das, was, guck mal, Frieden und Ausgeglichenheit, was die Karte noch unterstützt.
Und jetzt würde ich sagen, wir lassen das so stehen. Im Prinzip ist das ein großes Blatt, da wäre ich übermorgen noch nie fertig. Es gibt sehr viel her fürs Kollektiv, aber auch wenn ich jetzt so für mich gucke oder meins mit einfließen lasse, dann ahne ich sehr viele Themen, die da kommen könnten. An sich haben wir das Glück mal zwei, ne? Die gute Nachricht, die glückliche Nachricht, die Nachricht, die alles aufklärt, Kommunikation, die wieder in Frieden, Harmonie, Balance zurückbringt. Vielleicht auch ein spezielles Schriftstück, das uns gegeben wird, eine Zusage, irgendwas. Aber es geht hier nicht ganz ohne Konflikt einher. Ne? Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.